Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute stellen wir köstlichsten gesunden Käse selber her, den wir aus nicht homogenisierter Bio-Weidemilch von Demeter herstellen. Wer jedoch an rohe Bio-Weidemilch von nicht schwangeren Kühen gelangen kann, sollte unbedingt diese verwenden und daraus einen Rohmilchkäse herstellen. Denn solch ein Rohmilchkäse wäre natürlich extrem zuträglich für die Gesundheit. Für den gelben neutralen Käse hier benötigen wir maximal 4 Zutaten. Und er ist super einfach und in kurzer Zeit herzustellen, Mashallah, sodass man theoretisch keinen Käse mehr im Laden kaufen müsste. Leider kann ich in meiner Nähe hier keine rohe Milch von nicht trächtigen Kühen finden, weshalb ich die nicht homogenisierte, aber dennoch pasteurisierte Bio-Weidemilch von Demeter hier benutzt habe, als auch den körnigen Frischkäse von Denre. Diese 2 Zutaten, also der Hüttenkäse und die Bio-Weidemilch in nicht homogenisierter Form, sind die Hauptzutaten für die Herstellung dieses Käses. Die nicht homogenisierte Milch von Demeter findet man nur im Bioladen, weshalb man sich die Mühe machen sollte, diese dort zu holen. Hier sieht man nochmal deutlich, dass die Milch eben nicht homogenisiert ist. Und das ist ganz wichtig, denn die homogenisierte Milch führt zu Zellschäden in den Arterienwänden und im Herzmuskel. Wir geben die Milch jetzt in einen Topf und erwärmen sie langsam, und zu der Milch kommt dann eben auch der Hüttenkäse dazu. Und da der Hüttenkäse sauer ist, wird er durch die Erwärmung jetzt dieser Mischung dafür sorgen, dass die Milch gerinnt. Denn die Milchsäurebakterien in dem Hüttenkäse sorgen dafür, dass die Milch gerinnt, wodurch die festen und flüssigen Milchbestandteile voneinander getrennt werden, wodurch der Käsebruch und die Molke entstehen. Hier sehen wir übrigens die ganzen Fettkügelchen aus der Milch oben auf der Milch schwimmen. Das sieht man eben nur bei der nicht homogenisierten Milch. Wichtig ist hier, dass wir die Milch nicht zum Kochen bringen, sondern dass wir sie auf kleiner Flamme nur leicht erwärmen, damit möglichst noch viele Milchsäurebakterien und Vitamine erhalten bleiben. Sobald die Mischung anfängt gelb zu werden, also diese gelbe Farbe bekommt, dann ist sie eigentlich schon bereit, um abgesiebt zu werden. Wir sehen jetzt hier auch langsam, wie sich die Molke eben von dem geronnenen Eiweiß trennt. Und das ist dann auch schon der Zeitpunkt, wo wir das Ganze abseihen können durch ein Sieb, möglichst noch durch einen Käsebeutel. Das geronnene Eiweiß wird dann hier in diesem Käsebeutel aufgefangen und den geben wir dann, sobald wir hier alles abgeseit haben, nochmal in einen separaten Behälter und beschweren ihn mit einem Gewicht, damit wirklich alle Flüssigkeit gut ablaufen kann. Und sobald sich das auch abgekühlt hat, dann können wir jetzt diese Käsemasse aus dem Beutel herausnehmen und in eine Schüssel geben. Und dazu geben wir jetzt 30 Gramm Bio-Butter hinzu. Im Falle von einem Rohmilchkäse könnte man dann die Rohmilchbutter hinzufügen. Dazu geben wir dann noch 1 Teelöffel Halid-Salz oder Himalaya-Salz und 1 Teelöffel Natron. Die Butter ist hier nur optional, aber sie macht den Käse noch gesünder und führt zu einem noch besseren Geschmack. Wir wollen ja jetzt 2 Sorten Käse herstellen, eine neutrale und eine mit Kräutern. Dazu werden wir jetzt hier die Kräuter ganz klein hacken, frische Kräuter, möglichst aus dem eigenen Garten oder eben Bio-Kräuter. Dann gebe ich 1 Teelöffel Knoblauchpulver hinzu. An Kräutern könnte man frische Petersilie, Dill, Schnittlauch oder Minze verwenden. Für den leckeren Geschmack habe ich dann noch einen Teelöffel Bio-Gemüsebrühe hinzugefügt. Und das waren auch schon alle Zutaten jetzt für die zweite Sorte Käse. Jetzt werden wir die vorbereitete Schüssel mit der Käsemischung über ein Wasserbad geben, welches wir auf mittlerer Hitze mäßig erwärmen, während wir den Käse mit der Butter, dem Natron und dem Himalaya-Salz hier gut vermischen und so lange umrühren, bis der Käse anfängt zu schmelzen. Und das geschieht durch 2 Faktoren, einmal durch die Wärme und zum anderen durch das Natron. Sobald die Masse anfängt zusammenzukleben und anfängt zu schmelzen, ist der Käse auch schon fertig und könnte abgefüllt werden. Es wäre dabei besser, ihn in dieser gleichen Schüssel über dem Wasserbad zu teilen und abzufüllen, weil der Käse sehr schnell aushärtet. Und dann kann es passieren, dass man ihn nicht mehr so gut formen kann, insbesondere hier jetzt den Käse mit den Kräutern, denn der soll ja nochmal richtig gründlich mit den ganzen Kräutern und Gewürzen vermischt werden, solange er noch warm und formbar ist. Deshalb solltet ihr die Abfüllung und auch Mischung hier mit den Kräutern alles über dem Wasserbad tun. Beide Käsesorten können dann in eine entsprechende Form gefüllt werden, während man gründlich presst, damit keine Luftlöcher entstehen. Ich hatte beide Käselaibe jetzt in diese Dessertschüsselchen abgefüllt
Und dann geben wir beide kleinen Schüsselchen einfach in den Kühlschrank für mindestens eine halbe Stunde. Sobald die Zeit im Kühlschrank um ist und beide Käselaibe vollständig erhärtet sind, entfernen wir sie aus den Formen hier mit dem Messer auf diese Weise. Wir sehen allerdings, dass ein paar Luftlöcher entstanden sind und beim Schneiden sieht man dann auch, dass sich ein paar Krümel dabei lösen werden. Das liegt eben daran, dass wir das nicht im Wasserbad getrennt und abgefüllt haben, was ich euch eben wirklich nach wie vor stark empfehlen möchte. Aber solange man diese Kleinigkeit beachtet, erhält man einen wunderbaren, herrlichen Käse, einen Sauermilchkäse, den man hier wunderbar in Scheiben schneiden kann und den man wie jeden herkömmlichen Schnittkäse verwenden kann. Sei es, dass man ihn als Aufschnittkäse für das Brot benutzt oder zum Überbacken eines Auflaufes oder für die Herstellung eines Sandwiches. Man kann ihn wie jeden herkömmlichen Schnittkäse verwenden. Und jetzt schaut euch doch mal diesen wunderschönen Kräuterkäse an. Mashallah. Er sieht nicht nur wunderschön aus, der schmeckt auch noch köstlich. Dieser Käse ist um einiges gesünder als der Käse im Laden, selbst der Bio-Käse im Laden, da auch dieser aus pasteurisierter und homogenisierter Milch hergestellt wird. Und hier haben wir wenigstens die Homogenisierung weggelassen, was schon mal einen immensen gesundheitlichen Vorteil bedeutet. Ideal wäre es natürlich wirklich, wenn man an rohe Milch von nicht schwangeren Bio-Weidetieren gelangen könnte und diese dann zu Rohmilchkäse verarbeiten würde. Aber auch schon dieser Käse hat wirklich viele gesundheitliche Vorteile zu bieten. Der Hüttenkäse darin ist eben sehr leicht verdaulich, aufgrund der darin enthaltenen kurzkettigen gesättigten Fettsäuren. Ich verlinke euch gerne nochmal mein Video zu den gesättigten tierischen Fettsäuren hier oben, worin erläutert wird, wie wichtig diese für unsere Gesundheit sind und wie leicht verdaulich diese sind im Gegensatz zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren aus Pflanzen. Auch ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Hüttenkäse Bakterien neutralisiert, sogar Staphylococcus aureus und E. coli, die gefährlichen Darmbakterien. Die gesunden Bakterien bleiben dabei erhalten. Deshalb ist Hüttenkäse und damit auch dieser Käse bei Magen-Darm-Problemen zu empfehlen. Der hohe Proteingehalt im Hüttenkäse hilft zusammen mit einem höheren Fettgehalt auch beim Sättigungsgefühl und der Kontrolle des Appetits. Hüttenkäse ist eine hervorragende Nahrung für nach dem Training, da Proteine bei der Erholung, Regeneration und sogar beim Muskelaufbau helfen und den Körper für lange Zeit bis zur nächsten Mahlzeit sättigen. Vitamin B12, Isoleucin und Valin sind weitere Stoffe, die im Hüttenkäse stecken. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zur Wahrheit über Milch an. Das verlinke ich euch hier oben gerne. Daran werdet ihr dann auch sehen, dass Milch und ihre Produkte, wie jetzt auch dieser Käse, insbesondere der Rohmilchkäse und hier diese Rohmilchbutter, die wir gerade gesehen haben, zu den wertvollsten und gehaltvollsten Nahrungsmitteln zählen können, weil sie abgesehen von den Makronährstoffen Fett, Proteinen und Kohlenhydraten auch die für den Aufbau des Körpers notwendigen Mineralien und Vitaminen enthalten. Aber wir sehen darin eben auch, dass nur unbehandelte Rohmilch von nicht trächtigen Bio-Weidekühen wirklich als hochwertiges Lebensmittel bezeichnet werden kann und für den Menschen heilsame Wirkungen hat. Und deshalb natürlich auch der Rohmilchkäse, den ich all denjenigen stark empfehlen kann herzustellen, die an wirklich rohe Milch von nicht trächtigen Bio-Weidekühen gelangen können. Trotzdem beinhaltet auch dieser Käse aus pasteurisierter Weidemilch von artgerecht gehaltenen Kühen vom Demeter-Verband seinen gesundheitlichen Nutzen und kann den Käse aus dem Supermarkt sehr gut ersetzen. Wenn euch das Video gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Maria.